Die härteste Zeit für mich im Leben ist die Zeit, wo ich mich immer verkehrt gefühlt habe. Mir hat es auch sehr, sehr weh getan, dich so zu sehen. Ja, und ich wäre auch bereit gewesen, ein Kind auszutragen. Wer kocht jetzt bei Isa und Claudine? Wer putzt hier? Ja, wer ist der Chef? Wer ist der Chef? Wer hat die Hosen an? Eine schöne Überraschung, weil es eben nicht in die Schublade halt gepasst hat. Ich bin heute mit meiner Frau Claudine hier. Wir haben uns im Alter von 7 und 8 Jahren auf dem Tennisplatz als Gegnerinnen zum ersten Mal gegenübergestanden. Nach 20 Jahren haben wir uns dann als Erwachsene wieder getroffen und haben uns unendlich ineinander verliebt. Ich bin heute hier mit meiner Frau Isabel. Wir sind seit 10 Jahren verheiratet und wir führen gemeinsam eine Tennisschule. Ja, das war so in dem Alter. Haben wir uns kennengelernt. Ich war 8 und du warst 7. Ja. Und dann habe ich da mein erstes Turnier gespielt. Auf jeden Fall hast du eine Klatsche gekriegt von mir. Nee, also das können wir jetzt mal so gar nicht stehen lassen. Das stimmt auch nicht. Ja. 9-1. Nein, das war auch nicht so. Und wir waren im Halbfinale gegeneinander. Wir haben das gleiche Match auch ein Jahr später noch mal gehabt. Und damit es auch fair ist, hast du halt im ersten Jahr gewonnen und ich habe dann im zweiten Jahr gewonnen. Wir haben uns 1986 kennengelernt. Da habe ich gedacht, weil eben man hat ja tatsächlich zu allen Gegnerinnen hat man ja immer noch, also auch 40 Jahre später, hat man ja irgendwie so eine Meinung. Und in meinem Kopf war trotzdem immer die kleine, süße, mit den blonden Lockenkopf und mit den Lachgrübchen vor allem, die sind mir auch im Gedächtnis geblieben. Also dich habe ich total positiv abgespeichert. Ja, ich dich auch. Du warst eben wie so ein Bub, so ein kleiner Bub. Ja, das war ich, genau. Und ja, dieser Wirbel, so ein total weiter Jogginganzug. Nein, das war mein Goofy-Jogginganzug in Gelb. Der war toll. Ja. Welche Frage können wir nicht mehr hören? Wer ist der Mann? Sehr gut. Wir werden oft über unsere Rollen gefragt. Genau. Welche Rolle jetzt wer hat zu Hause? Wer kocht jetzt bei Isa und Claudine? Wer putzt? Also die brauchen das irgendwie viel mehr als wir. Ja, wer ist der Chef? Wer ist der Chef? Wer hat die Hosen an? Wir haben beide die Hosen an. Also diese Frage nervt, aber irgendwie finden die Leute das immer noch spannend. Was ich auch witzig finde, also jetzt in Bezug auf unseren Beruf, Tennistrainer. Ah ja, und was machst du noch? Ja. Genau. Und was arbeitest du noch? Was machst du im richtigen Leben? Ja, Tennistraining. Genau. Ja, und sonst noch was? Nee. Tennistraining. Ah, kann man davon leben? Wobei man ja sagt, es gibt keine blöde Frage, es gibt nur blöde Antworten. Aber in dem Fall finde ich die Fragen wirklich ein bisschen blöd. Welche Rolle spielt das Thema Kinder für dich in unserer Beziehung? Ja, also wir haben keine Kinder, aber eine Zeit lang haben wir darüber nachgedacht. Ja, und ich wäre auch bereit gewesen, ein Kind auszutragen. Das war ja auch schon immer. Das war ein schöner Gedanke auch einfach. Ein Kind, wir beide, ein Kind. Weil das Kind, das hätte es so gut gehabt einfach mit uns. Es wäre schön gewesen, aber wir haben es nicht so zwingend verfolgt. Das war uns auch wichtig, also mir war das wichtig, dass wir das nicht erzwungen haben und dass es nicht wahnsinnig wichtig für unsere Beziehung war, ob wir jetzt ein Kind bekommen oder nicht. Wir haben das ein paar Mal probiert, das hat nicht geklappt. Ich kann dir sagen, dass mir überhaupt nichts fehlt, dass ich einfach in der Beziehung so glücklich und erfüllt bin. Es hätte vielleicht auch was verändert zwischen uns. Und davor hatte ich ja auch immer Angst, weil du bist halt so meine Nummer 1 und ich hatte auch Angst davor, dass ein Kind unsere Beziehung verändern würde. Und es war ja dann auch immer so, wir haben ja dann auch mal ein paar Schwangerschaftstests gemacht und es war immer so ein bisschen auch ein gemischtes Gefühl. So auf der einen Seite war man enttäuscht und auf der anderen Seite hatte man aber auch irgendwie Angst, dass es halt doch geklappt hat. Also ich glaube, wir wären erstmal total auch geschockt gewesen, wenn du jetzt so vieles verändert. Plötzlich schwanger gewesen wärst. Und ich muss sagen, auch wenn ich mir so die Gesellschaft heute angucke oder halt so die Weltsituation, muss ich dir sagen, dass ich eigentlich froh bin, dass wir da kein Kind haben. Und wir haben ja auch darüber gesprochen, wie wäre das für den Kind mit
mit einem gleichgeschlechtlichen Paar. Ich meine, das darf man ja auch nicht außer Acht lassen. Wir haben da auch sehr ländlich gewohnt. Also in unserer Vorstellung ist es so, dass es das Kind natürlich bei uns sehr, sehr gut gehabt hätte. Aber letztendlich wissen wir es nicht, wie das Kind, mit was es halt konfrontiert gewesen wäre. Du kannst ja nicht auf alles Einfluss drauf nehmen. Das Kind ist ja auch irgendwann auf sich alleine gestellt. Also automatisch tut man ja seinem Kind auch trotzdem immer halt irgendwas halt quasi halt auch an, weil man es halt auf die Welt bringt. Und das Kind muss auch all diese Hürden halt nehmen. Ja, aber gerade weil wir auch vielleicht Gewisses erlebt haben und aus unserer Kindheit mitgenommen haben, hätten wir es eben genau anders gemacht. Ja, wir hätten im Sinne des Kindes. Was mir immer wichtig gewesen wäre, dass wir das Kind halt schon auch selbstbewusst erziehen, dass es halt auch trotzdem stolz halt wäre auf beide Mamis. Aber wie gesagt, es ist jetzt kein Thema mehr für uns. Ich bin glücklich mit unseren 2 Katzen, das sind unsere Babys. Und es ist alles gut so, wie es ist. Was würdest du deinem jüngeren Ich über mich erzählen? Meinem jüngeren Ich. Ja, jetzt habe ich es geblickt. Das ist ja ganz schön. Also ich würde meinem jüngeren Ich, das würde ich erstmal beruhigen und würde sagen, hey, es wird alles nicht erschrecken. Es wird alles gut. Deine Sehnsucht, deine Träume, deine Wünsche werden sich erfüllen. Es wird sich erfüllen. Du musst nur sehr, sehr geduldig sein, weil du wirst sie erst mit über 30 kennenlernen. Aber das sagen wir ja oft. Also hätte uns damals jemand gesagt, so, Isabel, du heiratest hier mal die Claudine und du heiratest mal die Isabel. Also wir haben uns so oft auch angeschaut und mussten halt einfach lachen. Ich hätte das auch einfach nicht geglaubt. Und mein jüngeres Ich hätte das nie für möglich gehalten, dass wir zusammenkommen. Weil unsere Leben natürlich auch zu einem anderen Zeitpunkt so null zusammengepasst haben. Du hast dich halt vielleicht ein bisschen abgelenkt dadurch. Also Party machen ist ja auch ein bisschen Ablenkung. Und ich lag dann halt im Bett und habe dann Kuschelrock 1 bis 23 halt angehört, während du halt auf Elektromusik getanzt hast. Aber im Prinzip hatten wir beide die gleiche Sehnsucht, nur wir haben es irgendwie unterschiedlich ausgelebt. Ich habe es mir halt voll gegeben, so Herzschmerz, und du hast halt mehr Party, Party. Oh, unser Hochzeitsfoto. 19.07.2014. Ja. Man sagt es ja immer so mit diesem, ich habe mich mit dem schönsten Tag im Leben, das habe ich mir auch immer gefragt, ob das so eine Floskel ist oder ob das dann auch wirklich so ist. Aber die Hochzeit war so ein besonderer Tag. Ich weiß nicht, da waren über 100 Leute und alle haben uns angeguckt. Das war aber auch der schönste Moment irgendwie. Ja, das war der coolste Moment. Ich finde auch. Der Anfang. Der Anfang war so wirklich der Moment, der war unbeschreiblich, was natürlich spannend war für die Leute, dass keiner wusste, ne, was wir halt anhaben. Ja, alle haben gedacht, irgendeiner hat bestimmt Anzug. Klischee. Wieder Klischee. Klischee, eine muss ja die Hose anhaben. Das war ja, glaube ich, für viele dann auch eine schöne Überraschung, weil es eben nicht in die Schublade halt gepasst hat. Sie hatten halt 2 Bräute, aber wir sind halt auch 2 Bräute. Das habe ich mir auch so vorgestellt, wenn man dann heiratet, dann sind immer alle nervös und so. Ich war einfach nur entschlossen und habe mich komplett auf den Tag gefreut. Also nervös war ich ein bisschen vor dem Tanz. Ja, da muss man ja in der Tat eine Rollenverteilung vornehmen. Ja, du warst der Mann. Ich war der Mann. Ich war die Frau. Hast du dich durch mich verändert? Ich habe mich in dem Sinne verändert, ja, dass ich eben viel mehr zu mir selbst gefunden habe, dass ich viel selbstbewusster geworden bin, dass ich ja, mich einfach auch wohlfühlen kann in meiner Haut. Deine Liebe stärkt mich so, dass ich natürlich auch selbstbewusster bin, weil ich denke, naja, wenn sie mich liebt, dann kann ich ja nicht so verkehrt sein. Und durch dich traue ich mich einfach mehr, weil was sollte schon passieren? Also ich habe ja dich und solange ich dich habe, ist einfach alles gut. Und ich habe einfach auch eben durch dich auch wieder dieses Vertrauen in die Liebe,
gefunden. Und das finde ich halt so auch das Allerschönste. Und mit so einer Liebe lebt es einfach viel, viel leichter. Wie bringe ich dich auf die Palme? Ja, manchmal mit deinem Perfektionismus. Wenn jetzt wieder halt das und das halt noch gemacht werden muss, weil dann halt Besuch kommt und dann muss ja noch alles erledigt sein und so. Aber ich glaube, das ist so, weil ich das so auch gelernt habe und so aufgewachsen bin. Das heißt, ich muss immer die Wäsche auf eine ganz bestimmte Art und Weise aufhängen. Ja. Und genauso verhält es sich auch dann mit der Spülmaschine. Du hast die halt total falsch eingeräumt, ja. Und dann musste ich dir das auch erstmal erklären, wie das geht. Was ist denn falsch und richtig? Ja, was mich auf die Palme bringt, ja, aber das eben mittlerweile habe ich ja eingesehen, dass das meine Trigger, meine Baustellen sind. Deswegen können die mich jetzt gar nicht mehr so auf die Palme bringen. Aber was mich auch immer tierisch geärgert hat, ja, dass du immer bis auf den letzten Drücker wartest, das nervt mich eigentlich immer noch ein bisschen, um gewisse Dinge zu erledigen. Oh ja. Du brauchst also immer diesen Druck und musst bis zum letzten warten, bis du der Druck einfach nicht mehr irgendwas erledigt hast. Was war für dich die härteste Zeit im Leben und konnte ich dir dabei eine gute Stütze sein? Die härteste Zeit für mich im Leben ist die Zeit, wo ich mich immer verkehrt gefühlt habe. Also ich war für mich auf der Suche, was ist richtig? Bin ich richtig so oder bin ich falsch? Also ist die schlimmste Zeit für mich eigentlich die ganze Zeit, in der ich mich falsch gefühlt habe. Wo du auch Zweifel an dir, an meiner deiner Person. Ich bin nicht gut genug, habe keine heterosexuelle Beziehung, so wie es vielleicht von vielen erwartet wurde. Also das war für mich immer schwer, so eigentlich auch mit anzusehen, deine Selbstzweifel oder dieses eben hinterfragen, ist es jetzt richtig oder ist es falsch? Da sage ich immer zu dir oder habe ich auch immer zu dir gesagt, mach's, wie du es denkst und hör auf dein Gefühl. Und wenn es dein Gefühl ist, dann kann es halt nicht falsch sein, weil dein Gefühl ist echt und so wie du bist, bist du perfekt und du kannst auf dein Gefühl und auf dich vertrauen. Ich glaube da so stark an dich und mir hat es auch sehr, sehr wehgetan, dich so zu sehen, dass du solche Zweifel an dir hast, weil du bist der Mensch, den ich über alles lieb und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du irgendeinen Zweifel eigentlich an dir haben kannst, weil du bist so ein toller Mensch, du hast so viel zu geben und du hast so tolle Werte, du bist ehrlich, du bist treu, du hast einfach alles und deshalb hat mich das immer so traurig gestimmt oder auch jetzt, wenn du diese Zweifel hast, weil du bist einfach so toll und du kannst einfach darauf vertrauen, dass so wie du bist du genau richtig. Ohne dich ich bin dir auch wäre ich nichts. Und ich genauso. Wir sind einfach zusammen am stärksten.